Ich sehe mich noch dastehen vor einem Regal voller bunter Kreiden. Die Farben leuchten mich an. Du, ich will einfach loslegen. Aber gleichzeitig schwirrt der Kopf. Was brauchst du wirklich? Wie fängst du an? Und vor allem, warum sehen die Bilder auf Instagram immer so verdammt professionell aus, während du befürchtest, dass dein erstes Werk aussieht wie ein Kindergartenexperiment? Ich verrate dir was. Genau diese Gedanken hatte ich auch. Und weißt du, was das Verrückte ist? Die meisten Leute überkomplizieren den Einstieg in die Pastellmalerei dermaßen, dass sie nie wirklich anfangen. Dabei ist Pastell eigentlich eine der dankbarsten Techniken für Einsteiger. Keine Wartezeiten wie bei Öl, keine Wassertropfen auf dem Tisch wie bei Aquarell, nur du, die Kreiden und pures Malvergnügen. Ob du nun wie ich Bilder malst oder andere Produkte verkaufen willst oder mit deiner Leidenschaft erfolgreich Geld verdienen möchtest, folge mir und ich zeige dir, wie ich mein Tierporträt-Online-Business aufbaue und wie du all das auch für deine Leidenschaft umsetzen kannst. Ganz ohne Geheimnisse und großes Gerede. Lass mir ein Like da und abonniere meinen Kanal. Da ich mit dem Kanal noch ganz am Anfang stehe, hast du jetzt die einmalige Chance, alle meine Schritte von Anfang an zu verfolgen. Links zu Instagram, Spotify und meiner Webseite lege ich dir zusätzlich unten in der Beschreibung ab. Lass uns das Ganze mal ganz entspannt angehen. Ich zeige dir heute nicht nur, wie du dein erstes Pastellbild malst, sondern auch, wie du dabei richtig Spaß hast und echte Fortschritte machst. Ohne unnötigen Schnickschnack, ohne Profigehabe, einfach ehrlich und praxisnah. Warum Pastell perfekt für deinen Einstieg ist. Bevor wir ins Detail gehen, lass mich kurz erklären, warum ich Pastell für Anfänger so genial finde. Die Farben sind unglaublich intensiv, viel leuchtender als Buntstifte. Du kannst sie sofort korrigieren, wenn dir was nicht gefällt. Und das Beste, du siehst sofort Ergebnisse. Keine langen Trocknungszeiten, kein kompliziertes Mischen auf deiner Palette. Du nimmst eine Kreide, malst damit, fertig. Außerdem ist die Haptik einfach fantastisch. Wenn du mit den Fingern die Farben verblendest, spürst du regelrecht, wie das Bild unter deinen Händen entsteht. Das hat was Meditatives, was Beruhigendes. Perfekt, um nach einem stressigen Tag runterzukommen. Jetzt wird's konkret. Du brauchst natürlich ein paar Sachen, um loszulegen. Aber, und das ist mir wirklich wichtig, du brauchst nicht das teuerste Profi-Equipment. Ich sehe immer wieder Anfänger, die sich für 200 € Material kaufen und dann frustriert sind, weil sie damit nicht umgehen können. Das ist so, als würdest du dir als Fahranfänger direkt einen Porsche kaufen. Nett, aber sinnlos. Pastellkreiden sind dein Hauptwerkzeug. Es gibt grundsätzlich zwei Arten. Softpastelle, die sind weich, intensiv, perfekt für Anfänger, und Hartpastelle, eher für Details und Skizzen. Für den Start holst du dir ein 12er oder ein 24er Set Softpastelle mit Grundfarben. Achte darauf, dass mindestens verschiedene Rottöne, Blautöne, Gelb, Grün, Braun, Schwarz und Weiß dabei sind. Marken wie Rembrandt oder Faber-Castell haben gute Einsteigersets, aber auch No-Name-Produkte können für die ersten Versuche völlig ausreichen. Pastellpapier ist der zweite wichtige Punkt. Hier machst du als Anfänger oft den ersten Fehler. Du nimmst normales Zeichenpapier. Ist mir auch passiert. Das funktioniert nicht, weil die Kreide darauf nicht hält. Pastellpapier hat eine raue Oberfläche, eine Körnung, die die Pigmente festhält. Velourpapier fühlt sich samtig an, Schmirgelpapier ist deutlich rauer. Also nicht das Schmirgelpapier, was du für die Baustelle nimmst, sondern schon spezielles Pastellpapier. Für den Anfang würde ich dir zu einem mittelgroßen Block mit Tonpapier raten. Das hat eine moderate Körnung und ist günstig. Du bekommst solche Blöcke in verschiedenen Farbtönen. Nimm ruhig ein graues oder ein beiges Papier, das gibt deinen Bildern schon eine schöne Grundstimmung. Ein Knetradierer gehört auch zur Grundausstattung. Der ist weich wie Knete und lässt sich in jede Form biegen. Damit kannst du Lichter zurückholen oder kleine Korrekturen machen, ohne das Papier zu schädigen. Kostet nur ein paar Euro und ist das Geld allemal wert. Zum Verwischen brauchst du entweder deine Finger, die sind günstig und immer dabei, funktionieren super, oder sogenannte Estompen oder Tortillons. Das sind festgerollte Papierstifte. Wenn du mit denen arbeitest oder mit den Fingern arbeitest, halt einfach ein Taschentuch bereit, um zwischendurch die Farbe abzuwischen. Vom Tortillon oder auch von deinem Finger. Sonst vermischst du irgendwann alles zu einem unansehnlichen Grau. Das war's, wirklich. Kein Schnickschnack, keine 10 verschiedenen Spezialpinsel, keine Staffelei, Kreiden, Papier, Radierer, Finger. Mehr brauchst du nicht. Jetzt wird's spannend.
Viele Anfänger machen hier den größten Fehler überhaupt. Sie suchen sich ein viel zu komplexes Motiv aus. Ich weiß, du willst vielleicht unbedingt deinen Hund malen oder diese atemberaubende Berglandschaft aus dem letzten Urlaub. Verstehe ich total. Aber glaub mir, das führt nur zu Frust. Für dein allererstes Bild wählst du etwas Einfaches, so dass es fast langweilig wird. Ein Apfel, eine Birne, eine Tasse oder eine einzelne Blume mit klaren, einfachen Formen. Keine Rose mit 100 Blütenblättern, sondern vielleicht eine Tulpe oder eine Sonnenblume. Warum so simpel? Weil du dich auf die Technik konzentrieren solltest, nicht auf die Form. Bei einem Apfel lernst du alles, was du brauchst. Farbverläufe, Schattierungen, Highlights, räumliche Tiefe. All das in einem überschaubaren Format. Wenn du das drauf hast, kannst du dich an komplexere Motive wagen. Aber für den Anfang gilt, keep it simple and stupid. Okay, du hast nun dein erstes Motiv gewählt, sagen wir einen Apfel. Jetzt legst du eine leichte Skizze an. Nimm dafür entweder einen harten Bleistift, HB oder H, oder eine helle Pastellkreide in einer Farbe, die später im Bild vorkommt. Zum Beispiel ein helles Rot für den Apfel. Wichtig. Zeichne die Konturen ganz locker. Kein festes Drücken, keine akribischen Details. Es geht nur darum, die Grundform und die Proportionen grob festzulegen. Der Apfel sollte rund wirken, nicht wie ein Quadrat. Aber er muss nicht perfekt sein. Ehrlich gesagt ist perfekt in der Kunst sowieso völlig überbewertet. Kleine Unebenheiten machen dein Bild oft lebendiger als sterile Perfektion. Falls du unsicher bist, leg ein Foto oder den echten Apfel neben dich und beobachte die Form. Wo ist er am breitesten? Wo sitzt der Stiel? Welche Form hat der Schatten unten? Nimm dir 2-3 Minuten Zeit zum Beobachten. Das hilft enorm. Das Verblenden. Magie mit den Fingerspitzen. Jetzt kommt der Moment, wo viele das erste Mal denken, wow, das sieht ja tatsächlich gut aus. Du nimmst deinen Finger oder deinen Estompen und verblendest die Farben. Einfach über die aufgetragene Kreide reiben, zart, vorsichtig und die Pigmente sanft ins Papier einarbeiten. Dabei entstehen weiche Übergänge. Das Rot fließt ins Gelb, die Farben verschmelzen und plötzlich sieht dein Apfel nicht mehr aus wie eine Kinderzeichnung, sondern wie ein echtes Bild. Das ist der Punkt, wo die meisten Anfänger das erste Mal grinsen müssen, weil sie merken, hey, ich kann das ja. Aber Vorsicht, nicht zu viel wischen. Das ist der klassische Anfängerfehler. Wenn du jede Stelle 3-mal verblendest, wird alles matschig, verliert seine Struktur. Verwische gezielt die Bereiche, wo du weiche Übergänge willst, aber lass auch mal etwas Struktur stehen. Die macht dein Bild lebendig. Tiefe schaffen mit Schatten und Lichtern. Jetzt wird dein Apfel dreidimensional. Du brauchst dafür Schatten und Highlights. Überlege dir, wo deine Lichtquelle ist. Kommt das Licht von links oben, dann liegt der Schatten rechts unten. Nimm eine dunklere Farbe bei einem roten Apfel, zum Beispiel ein dunkles Rotbraun oder sogar ein dunkles Violett und arbeite damit die Schattenbereiche heraus. Verblende auch diese wieder sanft, damit keine harten Kanten entstehen. Highlights. Hier kommt das Weiß ins Spiel oder ein sehr helles Gelb, je nachdem. Setze deine kleinen Lichtpunkte dort, wo das Licht direkt auf den Apfel trifft. Ein kleiner Punkt oben, vielleicht eine hellere Fläche an der Seite. Das muss gar nicht groß sein, oft reicht ein winziger Akzent, um den ganzen Apfel zum Leuchten zu bringen. Durch diese hell-dunkel-Kontraste bekommt dein Motiv Tiefe. Es poppt regelrecht aus dem Papier heraus und das ist der Moment, wo aus einer farbigen Fläche ein plastisches Objekt wird. Der Hintergrund ist ein oft unterschätztes Detail. Gerade viele Anfänger konzentrieren sich so sehr auf das Hauptmotiv, dass sie den Hintergrund völlig vergessen oder nur hastig ausfüllen. Dabei ist der Hintergrund total wichtig. Er gibt deinem Motiv erst den richtigen Rahmen. Du musst keine komplexe Landschaft malen, ein einfacher Farbverlauf reicht völlig aus. Nimm zum Beispiel ein helles Blau oder ein sanftes Grau und ziehe einen weichen Übergang von oben nach unten oder arbeite mit Komplementärfarben. Bei einem roten Apfel würde ein grünlicher Hintergrund einen schönen Kontrast bilden. Wichtig ist nur, der Hintergrund sollte ruhig sein. Er darf nicht vom Motiv ablenken, sondern soll es unterstützen. Verblende ihn großzügig, damit keine harten Striche zu sehen sind.
Dein erstes Bild ist fertig und jetzt Glückwunsch. Du hast dein erstes Pastellbild gemalt und ja, vielleicht ist es nicht perfekt. Wahrscheinlich ist es nicht perfekt. Vielleicht ist der Apfel ein bisschen schief, die Schatten nicht ganz richtig, der Hintergrund fleckig. Aber weißt du was? Das ist völlig egal. Wichtig ist, dass du angefangen hast, dass du die Grundtechniken ausprobiert hast, dass du gespürt hast, wie sich die Kreide auf dem Papier anfühlt, wie Farben ineinander übergehen und wie aus Strichen ein Bild wird. Jeder einzelne von uns, dessen Werke du bewunderst, hat mal genauso angefangen. Mit einem schiefen Apfel, einem unsicheren Strich, mit Selbstzweifeln. Der Unterschied zwischen dir und jemand anderen, der es nie lernt, ist nur einer. Die es mittlerweile können, die haben einfach so angefangen und weitergemacht. Die haben nicht aufgehört. Also, mal direkt das nächste Motiv. Eine Birne, eine Zitrone, eine Tasse. Mit jedem Bild wirst du sicherer. Du lernst, wie viel Druck du brauchst, wie du Farben mischst, wie du Tiefe erzeugst. Und irgendwann, vermutlich schneller als du denkst, malst du Bilder, die dich selbst überraschen. Typische Stolperfallen und wie du sie umgehst. Lass mich zum Schluss noch ein paar klassische Anfängerfehler ansprechen, damit du sie von vornherein vermeiden kannst. Zu viel verwischen. Habe ich schon öfter erwähnt, aber es kann nicht oft genug gesagt werden. Wenn du jede Fläche komplett verblendest, verliert dein Bild Struktur und Charakter. Lass ruhig mal ein paar Striche stehen. Zu wenige Schichten. Pastell lebt von Schichten. Eine dünne Farbschicht wirkt fade. Trag ruhig 2, 3, 4 Schichten auf. Natürlich mit Verblenden dazwischen, aber immer bedacht und mit Vorsicht. So bekommt dein Bild Tiefe und Leuchtkraft. Zum komplexen Motiv ist es aktuell noch zu früh. Ich weiß, ich klinge wie eine kaputte Schallplatte, aber dieser Punkt ist so wichtig. Fang wirklich mit simplen Motiven an. Dein Ego überlebt es, einen Apfel zu malen, bevor du an die Mona Lisa gehst. Pastell ist super fehlerfreundlich. Du kannst fast alles korrigieren, also hab keine Angst, Dinge auszuprobieren. Mal mit verschiedenen Farben, experimentiere, mal was dicker auftragen, mal was ganz sanft. Nur so findest du in deinen eigenen Stil. Mein Tipp? Einfach machen. Pastellmalerei ist keine Raketenwissenschaft, es ist eine wunderschöne, unmittelbare Art, kreativ zu sein, sich auszuleben und zu entspannen, ohne großen Aufwand, ohne komplizierte Technik und einfach du und die Farben. Also schnapp dir deine Kreiden, such dir ein einfaches Motiv und leg los. Dein erstes Pastellbild wartet schon darauf, von dir erschaffen zu werden. Und glaub mir, der Moment, wenn du es fertig in den Händen hältst, ist ein ganz besonderer. Da ist diese Mischung aus Stolz und Überraschung. Das habe ich gemacht, die es süchtig macht. Wenn du jetzt mehr wissen willst über Pastellmalerei und speziell die realistische Tiermalerei, abonniere meinen Kanal und trage dich in meinen Newsletter ein. Den Link zum Newsletter dazu findest du unten in der Beschreibung.